Heute Abend nochmal in die Oper, hier im Palau della Musica. Berühmtes Jugendstilgebäude, hübsch kitschig. Hier im Hafen von Barcelona läuft jetzt gerade eine Grimaldi rein, eine Roll-on, Roll-off-Fähre, die Autos transportiert. Genau mit der Linie und so einem Schiff fährt unser Wohnwagen von Hamburg nach Montevideo. Da können wir leider nicht selber mit, das wäre viel lässiger gewesen, dass wir auf dem Schiff mitfahren. Aber hier auf dem Kreuzfahrtschiff geht es uns ehrlich gesagt auch nicht so schlecht. So, Svenja, jetzt geht's los. Aufs Schiff. Nach Südamerika. Steht da, das kleine Schiffchen. Das kleine Schiff, mit dem wir fahren hier, der geht jetzt nach Südamerika. Auf geht's! Schauen wir zu, wie die Koffer eingeladen werden. Das ist ganz lustig, weil vor einigen Jahren sind wir mal mit der Queen Mary gefahren und haben zugeschaut, wie wunderbar ein Koffer ins Wasser gefallen ist, ein großer. Und der Verlademitarbeiter hat dann nur kurz nachgeschaut, ob er schwimmt, was nicht der Fall war. Er ist dann untergegangen. Ja, es ist fast nichts mehr original, es ist sehr schön hier, aber natürlich viel restauriert. Gibt aber trotzdem ganz gut den Eindruck wieder hier, die Lage über 1000 Jahre hier als Festung gewesen. Schon spannend. Hier im Hafen von Casablanca, man kann es kaum glauben, liegt das deutsche Segelschiff, die Alexander von Humboldt. Was für ein Zufall! Nach unserem Vorprogramm sehen wir als erstes hier in Afrika den Humboldt. Das Segelschiff ist wunderbar, das kennt übrigens ja jeder. Die grünen Segel, die wurden jahrelang in der Becks Bierwerbung genutzt. Hier in Casablanca sind wir zum 4. Mal insgesamt. Das erste Mal auf einer Marokko-Reise mit dem Mietwagen, dann mit unserem Toyota auf dem Weg durch Afrika und vor ein paar Jahren dann mit dem LKW. Jetzt zum 4. Mal und auf allen 3 Reisen zuvor haben wir Casablanca ausgelassen. Jetzt hier genau einen Tag. Insofern eine sehr gute Ergänzung für uns. Uns gefällt es ganz gut, der Kontrast zwischen den armen und ursprünglichen Vierteln der Medina, der alten, und den neuen Bankenviertel könnte gar nicht größer sein. Berühmt ist Casablanca auch hier für seine neue Moschee, eine der größten
in der ganzen islamischen Welt wurde extra eine ganze Halbinsel aufgeschüttet, um das Fundament zu bilden, um die Moschee hier zu bauen. Jovem, agora eu não quero saber da prática, mas assim, as pessoas que faziam. Südamerika, die Küste schaut ein bisschen anders aus als das, was die frühen Entdecker gesehen haben, soweit man schaut. Wolkenkratzer. Wenn man nach 10 Tagen auf dem Atlantik, auf dem Wasser dann hier ankommt, dann kann man in etwa sich vorstellen, was die empfunden haben, als sie das erste Land gesehen haben. Sicherlich ganz anders heute und natürlich alles bekannt. Aber man merkt schon, wenn man dann einen neuen Kontinent von der Seeseite aus sieht, dass das doch was anderes ist, wenn man sich in den Flieger setzt und nach ein paar Stunden dann einfach da ist. Das ist vielleicht das Schönste von den alten Gebäuden, das Opernhaus. Schade, dass man nicht reinkommt, aber es schaut ja nicht so aus, als ob da noch viel gespielt wird. Die goldene Kapelle im Franziskanerkonvent aus einer Zeit, wo es offensichtlich sehr reich war hier. Voller Gold überall, Schnitzereien, Gemälde und vor allem sehr schöne Fliesen aus Portugal. Auch hier denkt man bei dem ganzen Gold an die Leute, die dafür herhalten mussten. Schau mal hier mitten in der Stadt, mein Lieblingsbaum, Frangipani, und wie schön er blüht, wunderbar. Das gehört eigentlich nach Hawaii, aber hier ist er auch ganz schön. Hier war der Standort der ersten Synagoge in Lateinamerika, im alten Judenviertel in Recife. Da war Religionsfreiheit. Die Holländer, die hier den kleinen Küstenabschnitt gehabt haben, die haben sie hier frei leben lassen und frei arbeiten lassen. Als die Holländer dann 1656 vertrieben waren, fliehen die Juden und unter anderem 28 von ihnen fliehen nach Nordamerika in die neue Siedlung, wo sie Neu-Amsterdam mitgründen, das heutige New York. Wie war die Überfahrt? Erstaunlich ruhig und entspannt und schön. Nicht einmal seekrank geworden. Ja, Hast nicht mal du geschafft. nicht mal ich. Und eben ganz hinten in den Wolken steht der Christus, als Symbol, glaube ich, für ganz Lateinamerika, das kennt jeder. Und wir werden uns hier nichts von den wesentlichen touristischen Sachen anschauen, also nicht auf den Zuckerhut fahren oder zum Christusstatue hoch. Svenja und ich waren schon öfters in Rio, das neue Museum vom
Santiago Calatrava, dem spanischen Architekten, ist vielleicht als Museumsbau nicht ideal, aber hat schon einen gewissen Charme. Liegt da so skulptural auf der Halbinsel vor Rio, hat eine gewisse Ästhetik, schaut irgendwie aus wie so ein Panzer von so einem urzeitlichen Viech. Wir hatten mal die Ehre, den kennenzulernen bei einer Ausstellung in unserem Museum vor ein paar Jahren. Und da hat er uns einen Ausstellungskatalog signiert und anstelle ihn zu signieren, hat er da eine griechische Insel mit einem dorischen Tempel gemalt und dann Nike, der Vorsitzende, Göttin. Und das Ganze, während er uns angeschaut hat und nicht einmal aufs Blatt Papier geschaut hat. Also da kann man schon seinen Hut ziehen, der kann was. Hier ist das Zentrum, hier hat alles angefangen, da waren die schwarze Bevölkerung. Nach der Legende ist hier der Samba entstanden, genau an der Straße. Sonja, was haben wir jetzt schon alles probiert? Oh. Avocado, Acerola, Guave, jetzt kommt Maracuja Und Kaja, und Casar. Ketchup. Sätze. Super. Mitten in der Stadt ist das Kloster San Bento, ganz unglaublich versteckt. Sehr schön 17. Jahrhundert, die erste Siedlung, Franziskaner-Siedlung hier oben. The total length of Viking Jupiter is 228 meters, all right? And if you take a look outside, from the water level up to the highest point of the ship, which would be the forward topmast, we're about 144 feet. Sorry, I had to do my conversation. Sorry, the conversion in my head. 144 feet. How many meters? We are 44 meters. 44 meters, yes. Montevideo, die Hauptstadt von Uruguay. Von Montevideo haben wir eigentlich überhaupt keine Ahnung, haben uns noch nicht so richtig beschäftigt. Das ist aber der Platz, wo im Januar dann unser Auto ankommt und wir es voraussichtlich am 10. Januar abholen. Er kommt mit der Roll-on, Roll-off-Fähre aus Hamburg. Uruguay ist angeblich eines der glücklichsten Länder der Welt, ist irgendwo im Bereich kurz vor Deutschland, aber da gehört auch nicht viel dazu, aber immerhin in Regionen, wo auch Skandinavien und USA und solche Länder sind. Hier im Hafen liegt ein Teil von der Graf Spee, die 1939 hier im Hafen versenkt ist. Ein optisches Messinstrument oben am Mast zur Ausrichtung der Kanonen. 27 Tonnen wiegt das Teil. Richtig schön hier. Ich hatte eigentlich gar keine Vorstellungen, wie Uruguay oder wie das überhaupt hier aussieht. Das Wahrzeichen von Montevideo, ein riesiger Bau, hübsch hässlich,
Aber recht viel mehr gibt es ja nicht zu sehen in der Stadt. Insofern muss man es natürlich filmen. Actually, the Portuguese founded the first and the oldest city of this land, which is the city of Colonia del Sacramento in the year 1680. Spain responded by founding a bigger city. Which city? Montevideo in 1724. 16th of July of 1950, match day, Brazil against Uruguay. In the beginning of the game, Brazil scored 1 goal. But in the second half, Uruguay tied the game. And very close to the end, Alcides Gigia, this player, scored the second goal. We won 2-1 and became champion of the world for the second time in our history. And this event was named Maracanazo because of the name of the stadium. Okay, one of the most famous finals of the World Cups, and for us, for Uruguay, one of the most important dates of our history. Buenos Aires, das erste, was wir sehen, ist hier das Opernhaus Teatro Colón. Und was für ein Glück wir haben, dass wir für morgen Abend Karten ergattert haben. Buenos Aires ist einfach nur riesig, unglaubliche Gebäude. Das zeigt, dass das um die Jahrhundertwende unglaublich reich gewesen ist, irgendwie eine bedeutende Stadt war. Es ist so unwirklich, wenn man da steht und die Jacarandas blühen und zu Hause schneit. So richtig weihnachtliche Gefühle kommen da nicht auf bei uns. Con el rayo de tu luz en la cima de mi amor, a mis glaciares echaste un sur para que pueda sentir tu fulgor en los campos de clavel. Nos juramos de verdad nuestro secreto de pasión, momento puro de felicidad. Dime cómo se puede seguir a fingir que no te conociera, como si no fueras la razón, a vivir esa cruel condición, no tenerte siempre a mi lado. Die Halbinsel Valdés ist das größte Brutgebiet von Walen. Die kommen hier im September, Oktober her. Da sind wir jetzt leider ein bisschen zu spät da mit dem Schiff. Aber mit dem Auto kommen wir hier sicher noch mal her und werden dann hoffentlich ganz viele Wale sehen. So this place is where the southern right whale comes all winters to reproduce, because we all descend from some animals in common. We have a common ancestor, and the whales, all cetaceans, descend from a big kind of a fox, prehistoric fox, that is called Pachycetus. Die Falklandinseln, unser nächstes Ziel, werden von Argentinien politisch beansprucht. Auf Spanisch heißen sie Malvinas, an Argentinien sagt man bisher nicht, dass die Falklandinseln heißen.
Das ist wirklich außergewöhnlich hier. Wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde noch entfernt von Kap Hoorn. Der berühmte Punkt, den alle Seefahrer gefürchtet haben, immer in der Geschichte. Und normalerweise hat man hier Sturm und Seegang. Heute ist wie auf dem Königssee total flach. Allerdings auch so neblig, dass man nichts sieht. Also schauen wir mal, ob es noch ein bisschen aufreißt, ob wir Glück haben. Am südlichsten Punkt Südamerikas, und das muss man sich vorstellen, eigentlich haben wir vor, hier mit dem Auto loszufahren, mehr oder weniger, und dann ganz in Norden hoch nach Alaska. Der höchste Punkt, den man da erreichen kann, der heißt, glaube ich, Totes Pferd, also Dead Horse. Was sagst du dazu? Ja, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung. Da ist ein Plan, aber es sind auch ein paar Kilometer, muss man zugeben. Ich weiß gar nicht wie viel, aber also mehr als an Tegernsee auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Das ist surreal. Also jetzt sind wir dann genau ums Kap Hoorn rumgefahren. Das ist genau das, was jeder mal machen will. Eigentlich müssen wir es ja segeln, und ein Kreuzfahrtschiff ist natürlich keine große Abenteuerleistung, aber es ist irgendwie schon ein gutes Gefühl. Und der Captain hat gerade erzählt, also früher hat man sich dann einen Goldohrring ins linke Ohr gemacht als Segler, um zu zeigen, dass man ums Kap Hoorn rumgefahren ist. Das machen wir jetzt mal lieber nicht. Und außerdem hat man das Recht gehabt, dass man, während man isst, einen linken Fuß auf den Esstisch legt. Im Speisesaal werden wir das nachher mal probieren. Der Nationalpark Terra del Fuego, Feuerland, hier wirklich am Ende der Welt. Sieht eigentlich aus wie bei uns in den Alpen. Ja, und Löwenzahn haben wir auch schon gesehen. Löwenzahn haben wir gesehen. Und irgendwie lässt die patagonische besondere Ente auch auf sich warten, aber es ist trotzdem wunderschön. Herrlich. Und schau mal, ganz allein, ne? Vorne liegen ungefähr 10 Kreuzfahrtschiffe im Hafen und hier ist kein Mensch. Und hier geht niemand. Nee. Was für ein Zufall und was für ein Glück. Hier in Ushuaia sind jetzt genau die 2 Schiffe, mit denen wir fahren. Also links die Viking Jupiter, mit der wir von Barcelona hierher gefahren sind, nach Südamerika, nach Ushuaia. Und mit der rechten, mit der Viking Octantis, das ist eine Polarklasse, also die kann ins Eismeer fahren. Deutlich kleiner, ungefähr die Hälfte der Passagiere. Mit der fahren wir dann in 2 Wochen in die Antarktis. Hier links sieht man, wo die Magellanstraße, wo man reinkommt vom Atlantik. Kommt man rein, es ist sehr, sehr breit. Geht die Magellanstraße entlang bis ganz, ganz dahinter an die Ecke. Und dort gibt es eine scharfe Rechtskurve und dann geht es relativ schmal raus auf den Pazifik.
Da kommt jetzt so richtige Weihnachtsstimmung auf, das ist ganz herrlich. Am Ende der Magellanstraße, aufblasbarer Nikolaus, da wird es einem doch schon ganz weihnachtlich und besinnlich zumute. Also es ist schon beeindruckend, der Magellan, der Kerl, der hat wirklich überall seinen Namen hinterlassen, von der Galaxie bis zum Pinguin. Aber sogar die heutigen Wasserwerke sind nach ihm benannt hier in Punta Arenas. Also Hut ab, der hat es geschafft. Und es ist ja so, wie wir gesehen haben, dass er selber die Weltumrundung gar nicht geschafft hat. Und derjenige, der es geschafft hat, dessen Namen ist dann vergessen. Die Kolonialgeschichte Patagoniens ist unweigerlich mit dem Namen Sarah Braun verbunden. Eine Auswanderin aus dem damaligen Russischen Reich, die sich mit geschickter Familienpolitik und wirtschaftlichem Können zur reichsten Unternehmerin Südamerikas hochgearbeitet hat, riesige Ländereien und Schifffahrtslinien besessen hat, die die Produkte nach Europa geschickt haben. Es war wie immer in der Kolonialzeit zweiseitig. Sie hat aus ihrer Sicht sehr erfolgreich die indigene Bevölkerung vertrieben und die Arbeiter schlecht bezahlt, mit Gutscheinen, die in den eigenen Geschäften nur einzulösen waren, zu überhöhten Preisen. Auf der anderen Seite hat sie sich sehr sozial gezeigt und Stiftungen gegründet zu Wohlfahrtszwecken. Was geblieben ist, ist das reichste und größte Grab am Friedhof und eine prunkvolle Stadtvilla, die sie von europäischen Architekten mit europäischen Materialien bauen hat lassen. Und oben steht der Magellan, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, müssen wir weiter weggehen. Und dann unten zu seinen Füßen die zwei Ureinwohner, die hier ganz besiegt da irgendwie nachdenklich liegen, macht einem ein bisschen traurig. Der Aberglaube sagt am Denkmal, wenn man seinen Fuß anlangt, was wir jetzt natürlich noch machen, kommt man nach Punta Arenas wieder zurück. Das hoffen wir mal, dass wir da mit unserem Camper wieder hier sind. Also lieber zweimal hinlangen, bringt wahrscheinlich was. Ja, wir sind jetzt hier in Frutillar, das ist wahrscheinlich der deutscheste Ort in ganz Südamerika, zumindest hier in Chile. Überall alles auf Deutsch und vor allem gibt es hier lecker Kuchen, steht an jeder Hauswand. Und hier ist das Café Herz. Es regnet, aber es duftet nach Rosen. Und meinst du, Sie haben eine Prinzregententorte oder eine Schwarzwälder Kirsch? Können wir nachher probieren? Sowas müssen wir ausprobieren. Okay. Je n'ai pas l'argent pour avoir tous ces gens à mes pieds scandant, vénérant et chantant mon nom et mon talent. Je n'ai pas. Hier die Altstadt von Valparaiso ist schon mehr als verfallen. Also da kann man nicht mehr von morbiden Charme sprechen. Ist komplett vernachlässigt, alles jenseits von Restaurierbarkeit. Hier wird gerade noch
Als letzte Maßnahme werden die Eingänge zugemauert. Aber letztlich ist das alles zum Abreißen. Es ist eine Schande. Die UNESCO hat es hier zum Welterbe erklärt. Aber es ist, seit 30 Jahren haben sie sich nicht über einen Plan einigen können, wer hier was macht. Valparaiso hat eine spannende Kunstszene, ist berühmt für seine Wandgemälde, Pop-Art, Graffiti, überall an der Straße und hier ganz versteckt kleine Galerien. Von außen sieht man nichts und innen riesige Ausstellungsflächen, toll. Jalouse, suédoise andalouse, que je trompe en partouze pour oublier mon blues. Je n'ai pas le fric pour t'emmener en Afrique, découvrir les tropiques, prendre un téléphérique pour les États-Unis. Jetzt wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Das Ende von einer großartigen Reise von Barcelona hier bis Valparaiso mit dem Schiff über die Falklandinsel Kap Horn, durch die Magellanstraße bis hier rauf nach Chile mit dem Schiff der Viking Jupiter hier. Das hat uns ganz gut gefallen. Und was für ein anderer Eindruck, als wenn man sich in den Flieger setzt und hier rüberfliegt und sofort in einem anderen Kulturkreis ist. Gibt schon einen Eindruck vom Ozean, vom Atlantik. Herzlichen Dank an die Viking Jupiter, eine unglaublich professionelle Crew.